Liebe Zuschauer, heute Abend erwartet Sie wieder das Neueste aus der Kinoszene. Spannendes, Komisches, Spielerisches. Spielen wir doch zuerst, hä? Nun gut. Ich erkläre Ihnen mal die Spielregeln bei uns. Du darfst keinem Mann auf der Welt vertrauen. Arnold, was machst du denn im... Also, Clara, was wollen wir machen heute hier? Bei einer neuen Ausgabe von Kino News. Dürfen wir uns jetzt küssen, Padre? Ich weiß, was du brauchst. Sie verstehen nicht. Hey, du bist nicht schlecht. So. Ich bin der Beste. Ladies and Gentlemen, das Metropolitan Police Department präsentiert voller Stolz Kino News, 19 Uhr in Sat.1. Hut ab vor der Leistung der Schauspieler, die mit ihrer Arbeit unsichtbar bleiben. Was Gott vereint hat, soll der Mensch niemals trennen. Niemals, 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 sage ich. Das nennst du Beruf? Ja, Mann! Da kommt ein dicker Hund. Genießen Sie Ihren Logenplatz. Ich werde sie schon vergraulen. David, bringt sie ja weg. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Wenn Sie tun, was ich sage, bringe ich Sie in Sicherheit. Oh, Kind, war nett, dass du reingeschaut hast. Wäre nett, wenn Sie auch reinschauen würden. Liebe Zuschauer, Spaß wird es Ihnen auf jeden Fall machen und informativ ist es obendrein. Der Fall, den Pepper Anderson und Bill Crowley heute übernehmen, ist von ganz besonderer Schwierigkeit. Ist doch der heutige Schützling der beiden ein Onkel von Bill und wie Sie gleich sehen, nicht gerade ein unkomplizierter Mensch. Wir haben eine ausgezeichnete... Ich will nichts mehr davon hören, du verstehst mich nicht. Ich kann mir nicht vorschreiben lassen, wann ich essen soll, was ich essen soll, warum ich esse. William, Hallo Pep, was machst du denn hier? was ist passiert? Es besteht der begründete Verdacht, dass er Gelder von Kunden veruntreut haben soll. Das FBI war bei mir. Wir haben zusammen in meiner Bank einen Gauner aufgedeckt. Was sagst du nun? Was erzählst du da? Nein, der war Italiener und sehr elegant. Das hier ist ein Gangster. Das ist nicht euer Mann. Make-up und Pistolen, 20:30 Uhr in Sat.1. Pepper, mach nicht so viele Fotos. Wir haben nur noch einen Film. Wir können aufhören, Crowley. Unser Zuhörer ist gerade gegangen. Ich hab's gesehen. Was hast du? Ich bin bestohlen worden, ohne dass ich was bemerkt habe. Das ist ein gutes Zeichen. Chamberlain will wissen, ob du der Richtige für ihn bist. Na dann. Denn erst um 20:30 Uhr heute Abend ist es soweit. Unser Spielfilm behandelt ein dunkles Kapitel in den amerikanisch-japanischen Beziehungen während des Zweiten Weltkrieges, als die Japaner den Marinestützpunkt Pearl Harbor bombardierten. Nicht wenige behaupteten, dieses Desaster hätte von amerikanischer Seite verhindert werden können. Die Geschichte beginnt mit einem Kurswechsel in der japanischen Politik. Ein gefährlicher Wind weht aus der Hauptstadt. Er weht mit aller Macht in Richtung Deutschland. Die Flotte der Amerikaner vor Hawaii ist wie ein Messer an Japans Kehle. Das muss doch ein Blinder mit dem Krückstock fühlen, dass dieser Hafen eine Mausefalle ist. Die müssen in Washington den Verstand verloren haben. Wie zum Teufel soll ich gegen die Japaner kämpfen, wenn sie meine Kreuzer und Zerstörer in den Atlantik beordern? Jeder Krieg mit Amerika bedeutet ein Risiko. Es gibt nur eins. Genders genialen Plan. Tora, 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 21:30 Uhr in Sat.1. Die Wahnsinnigen sprechen von Krieg, als ob sie ihn gewinnen könnten. Die Japaner im Vormarsch gegen die Franzosen in Indochina. Sofort höchste Alarmstufe. Ja, Sir. Dabei können wir gleichzeitig feststellen, wie gut alles bei uns klappt. Alle nicht zum Start befohlenen Maschinen werden ab sofort in der Mitte des Flugplatzes geparkt. Und wenn die Japse aus der Höhe antanzen, dann genügt eine Bombe und alle Maschinen gehen in Flammen auf. Tut mir leid, Befehl des Generals. Ob wir diesen Plan gutheißen oder nicht. Wenn der Befehl dazu kommt, wird er ausgeführt. Jetzt! Der Film bemühte sich sehr um historische Genauigkeit und wurde mit einem Oscar für die besten Spezialeffekte ausgezeichnet. Ein alter Bekannter wartet zu später Stunde auf Sie. Längst totgesagt, erwacht er immer wieder zu neuem Leben. Nochmal! Mein Körper war eine Stunde tot. Doch hatte meine Seele ihn noch nicht verlassen. Wo war sie? Wo war sie? Das frage ich mich. Wo war sie? In meinem Körper? Gefangen? Könnte man sie für immer an ihn binden? Erlauben Sie mir, Sie etwas zu fragen. Wozu das alles? Wozu, fragen Sie? Durch diese Versuche ermöglichen wir ein Weiterleben nach dem Tode. Ein Leben ohne Ende. Wir haben den Tod besiegt. Sie werden hingerichtet. Morgen bei Tagesanbruch. Hans! Hans! Frankenstein schuf ein Weib, 23:30 Uhr in Sat.1. Ein Feuermal entstellt Ihr Gesicht, das können Sie in Ordnung bringen. Was? Ich? Ja,
Unter meiner Anleitung. In 6 Monaten wird sie wie neu geboren sein. Klingt recht verlockend, aber sich Baron Frankenstein als Schönheitschirurgen auszusuchen, ist mit gewissen Risiken verbunden. Weniger für den Körper als vielmehr für die Seele. Das waren schon ein paar Programmtipps für den heutigen Tag, liebe Zuschauer. Sie können sich nochmal alles im Überblick ansehen. Ich verabschiede mich von Ihnen und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
Starsat Express. So lautet der Titel der Hauszeitung von Starsat Radio. Sie enthält Berichte und Kommentare zur deutschen und internationalen Medienszene sowie Informationen über Starsat Radio. Wenn Sie am kostenlosen Bezug Interesse haben, Postkarte genügt an Starsat Radio, Postfach 40 1145 in D8000 München 40. Wenn Sie zum Namen und Anschrift auch noch Alter und Beruf angeben, freuen wir uns besonders, da wir gern wissen, wer uns nicht nur gerne hört, sondern auch gern liest. Der Starsat Express für alle, die mehr über Starsat Radio wissen wollen. Starsat Radio München. 24 Stunden Hits aus 40 Jahren Popgeschichte.